Wegen der angekündigten Massenentlassungen bei Volkswagen will sich Wirtschaftsminister Robert Habeck heute persönlich im VW-Werk in Emden ein eigenes Bild von der Lage bei dem angeschlagenen Autokonzern machen. Für kommenden Montag hat der Grünen-Politiker außerdem Vertreter der deutschen Autobranche zu einem Krisengipfel eingeladen. Berichte, dass Europas größter Autobauer bis zu 30.000 Jobs streichen will, wurden bisher in Wolfsburg nicht bestätigt. Die Rede ist ja weiterhin von einer Finanzlücke von 5 Milliarden Euro, die bei VW gestopft werden müsse. Und auch die Investitionen bei Volkswagen sollen mittelfristig um rund 20 Milliarden Euro gekürzt werden. Sprechen wir darüber. Zugeschaltet aus Bochum ist uns jetzt Professor Ferdinand Dudenhöfer, Direktor des CADES Center Automotive Research. Einen schönen guten Morgen, Herr Professor. Guten Morgen, Herr Professor Dudenhöfer. Schönen guten Morgen nach Berlin. Tja, die Einladung zum Autogipfel ist ausgegangen. Man lädt also hier nach Berlin ins Wirtschaftsministerium auch ein. Aber was kann so ein Gipfel überhaupt bringen in der aktuellen Misere, in der die Autobranche und insbesondere ja VW steckt? Also meine persönliche Einschätzung, eher aktionistisches Hin- und Hergehüpfe, was man bei Habeck schon lange sieht. Es ist Marketing, was man jetzt betreibt. Man will Beruhigungspillen nach außen geben. Die Situation ist sehr, sehr ernst, nicht nur bei VW, in der gesamten deutschen Automobilindustrie. Und das ganz große Thema ist der schlechte Standort Deutschland, das VW-Gesetz und die Landesbeteiligung, die VW lähmt in Deutschland und damit Kostenstrukturen erzeugt, die nicht wettbewerbsfähig sind. Und das ganz große Thema ist China. China ist der Nabel der Autowelt und in China verlieren wir fast täglich wieder Fahrzeugverkäufe. China muss bei allen Autobauern neu aufgebaut werden und wird gerade neu aufgebaut. Das heißt, Direktinvestitionen in China, Ausbau des Marktes in China und der Entwicklungskapazitäten, das sind die ganz großen Themen und da hat Habeck wirklich nichts dazu beizutragen. Herr Professor, aber was Sie eben angesprochen haben bei VW, das ist ja auch der Staat. Und in Form des Landes Niedersachsen ist er mit 20% bei Volkswagen beteiligt. Und das bereits seit Jahrzehnten, also Anteilseigner und hält sogar die sogenannte goldene Aktie. Hat also immer ein Mitbestimmungsrecht. Wie viel Anteil hat also der Staat selbst an dieser Misere jetzt, die wir bei Volkswagen zu beklagen haben? Also nach meiner Einschätzung ist die Ursache für immer wiederkehrende Krisen bei VW, und das erleben wir seit 30, 40 Jahren, genau dieser Aktienbesitz des Landes Niedersachsen. Das heißt, Niedersachsen, diese Aktien, die man da hat, das ist eine toxische Aktie im Prinzip, Aktie, die man da hat. Denn was passiert denn? Die Landesregierung legt immer die schützende Hand über alles, was bei VW in Niedersachsen ist. Gemeinsam mit der Gewerkschaft haben sie die Mehrheit im Aufsichtsrat. Das heißt, immer wenn sie dann was ändern wollen, wird es woanders geändert. Škoda läuft. VW läuft nicht, einfach weil diese verkrustete Strukturen, das heißt, es ist Gift, dass diese 20% Aktien beim Land Niedersachsen sind. Man sollte wirklich schauen, und das wäre eine Aufgabe für Habeck, wie er aus diesem Schlamassel rauskommt. Da wird er natürlich nichts dazu sagen, weil da kann er sich dazu nicht äußern, da hat er null Kompetenz dazu. Tja, das Schlamassel, wie Sie sagen, das könnte ja Folgen haben, und zwar für 30.000 Beschäftigte, die möglicherweise da auch ihre Jobs verlieren. Wenn wir jetzt konkret auf die verschiedenen Baustellen, die Sie uns ja skizziert haben, gucken, gibt es überhaupt die Chance, dass man bei VW noch die Trendumkehr schafft, also da wirklich eine große Reform des Konzerns an den Start bringt? Also man macht jetzt einen Schnitt, der wird wehtun und der wird wieder helfen einige Zeit. Also das ist richtig, das ist gut. Man muss schauen, wie man dann in die Zukunft geht, wie man langfristig in die Zukunft geht. Und da ist die entscheidende Bedingung, dass man rausgeht aus dem Land Niedersachsen oder dass Niedersachsen VW endlich sich entwickeln lässt wie ein normales Unternehmen. Niedersachsen, die Landesregierung, die ist zu stark vertreten dort. Die erlaubt dem Unternehmen nicht, wie ein marktwirtschaftliches Unternehmen nach vorne zu gehen. Das ist schädlich. Also das wäre wirklich eine ganz, ganz wichtige Bedingung langfristig, dass man versucht, dieses Problem zu lösen. Alle anderen Probleme, die tauchen bei VW immer wieder auf, weil es dieses Kernproblem gibt. Dieses Kernproblem muss gelöst werden und nicht einfach ein bisschen drüber gekleistert und ein bisschen Gipfel hin und her gesprungen und aktionistisch Dinge gesagt, die dann morgen und übermorgen helfen sollen. Das ist nicht die Lösung.
Nun aber hat nicht nur VW Probleme, Herr Professor, das muss man ja auch klar festhalten. BMW, Mercedes stecken in einer großen Krise, auch weil sie zu sehr auf China gesetzt haben. Auch das haben Sie angesprochen. Also kann man nicht auch generell davon sprechen, dass die Automobilindustrie tatsächlich hausgemachte Fehler gemacht hat? Man kann ja nicht alles auf Robert Habeck abschieben, denn wir hatten ja davor eine Regierung, Kanzlerin Angela Merkel. Und da ist auch nicht viel passiert, was die Zukunft des Automobils angeht. Also wir müssen uns schauen, wie wir uns in China aufstellen. Schauen Sie, ohne China können Sie das Autogeschäft der deutschen Autobauer vergessen und der deutschen Zulieferer vergessen. Also ohne China sind wir im Automarkt nicht existent. Also müssen wir unsere Marktposition in China verstärken. Und diese Marktposition in China zu verstärken, das machen alle. VW hat ein großes Entwicklungszentrum sich aufgebaut in China. Das heißt, diese Strategie in China, vor China, ist eine wichtige Strategie bei VW. Mercedes hat jetzt fast 2 Milliarden in neue Produkte, in neue Anlagen, in Lokalisierung, wie man das nennt, in China gesteckt. Das heißt, auch dort gehen die Verkäufe zurück, aber dort hat man schon die ersten Gegenmaßnahmen, wie bei VW, was wichtig ist. China hat bei Mercedes das zweitgrößte Entwicklungszentrum in der Welt, also nach Deutschland. Das Gleiche gilt für BMW. Also die Autobauer wissen, wie das Geschäft läuft. Die Autobauer wissen, dass sie in China wieder zurückkommen müssen, dass die Elektroautos in China den Chinesen gefallen müssen. Und deshalb ist es notwendig, viel stärker nach China zu gehen, die China-Beziehung auszubauen. Nur so werden wir langfristig erfolgreich sein mit unserem Autogeschäft. Immerhin am Ende eine Vision für die Zukunft. Herr Dudenhöfer, wir danken Ihnen ganz herzlich fürs Gespräch. Vielen Dank, Herr Professor. Gerne. Schönen Tag. Tschüss. Ihnen auch.